Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In der heutigen Folge sprechen wir erneut über die Geschichte des Staates Israel, dieses Mal in Teil 2 über den Krieg von 1948, die erste militärische Bewährungsprobe für den nun neu gegründeten Staat. Los geht's! Werfen wir zunächst einen Blick zurück auf die erste Folge. Zwischen 1882 und 1947 begann die Besiedlung Palästinas mit europäischen Juden. Im ausgehenden 19. Jahrhundert kam in Europa der sogenannte Zionismus auf, eine jüdische Nationalbewegung. Das bedeutet, die politischen Befürworter dieser Nationalbewegung hatten den Eindruck, dass die Zukunft für Juden in Europa, insbesondere in Osteuropa, nicht mehr sonderlich erstrebenswert sei und dass man sich einen eigenen Staat irgendwo in der Welt begründen müsse. Welches Land käme hier besser in Frage als Palästina, das Land, in dem das Judentum seit biblischen Zeiten seine Wurzeln hatte? Der Auslöser für die Abwanderungswelle seit 1882 waren vor allem Pogrome gewesen, die in Osteuropa, speziell in dem großen russischen Kaiserreich, ausgebrochen waren. Und diese Auswanderungswelle führte zwischen 1882 und 1947 zu insgesamt 5 verschiedenen Auswanderungswellen, die sehr unterschiedliche jüdische Gruppen nach Palästina brachten. Man hatte bürgerliche Gruppen, man hatte sozialistisch orientierte Gruppen und so weiter. Und in verschiedenen Wellen kamen diese Menschen nun nach Palästina und kamen natürlich dort in Konflikte mit den bereits ansässigen arabischen Siedlern, sprich den arabischen Palästinensern. Und diese Konflikte haben bis heute nicht aufgehört zu existieren und sind gerade natürlich auch wieder von einer besonderen Bedeutung im anhaltenden Nahostkonflikt. Nach dem Ersten Weltkrieg änderte sich die Lage in Palästina nochmals dadurch enorm, dass nun die Briten in dieser Region aktiv wurden. Die britische Armee hatte Palästina während des Ersten Weltkrieges erobert und hatte dann nach dem Ersten Weltkrieg im Rahmen eines Völkerbundmandats die Kontrolle über Palästina übernommen, die sie schlussendlich bis 1947 halten sollte. In dieser Zeit kam es nicht nur zu Konflikten zwischen Arabern und Juden, sondern natürlich auch zu Konflikten zwischen Arabern und Briten und natürlich auch Juden und Briten. Denn die britische Armee wollten natürlich sowohl die Araber als auch die Juden irgendwann, mittelfristig zumindest, loswerden. Die anhaltenden Konflikte führten dann durch das 20. Jahrhundert hindurch bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Und im Jahr 1947 erklärte die UNO als gewissermaßen Nachfolgeorganisation des Völkerbundes das Mandat der Briten in Palästina für beendet und erklärte zudem, einen Teilungsplan in die Wege leiten zu wollen, wie man das Land Palästina zwischen arabischen Siedlern und jüdischen Siedlern aufteilen könnte. Doch diese Teilungspläne wurden niemals in der Form umgesetzt, wie sie vorgesehen waren, und führen bis heute zu anhaltenden Konflikten zwischen Arabern und Juden in Palästina. Denn eine tragbare Zwei-Staaten-Lösung hat es schlussendlich bis heute nicht gegeben. So entstand im Jahr 1948 der Staat Israel, der allerdings direkt in den ersten Tagen nach seiner Entstehung vor eine neue militärische Herausforderung gestellt wurde und zugleich vor eine neue Existenzkrise, nur wenige Jahre nach den Ereignissen des Völkermordes in Europa. Am 14. Mai 1948 kam der sogenannte Volksrat, also quasi eine vorstaatliche jüdische Regierung, im Museum von Tel Aviv zusammen. Damit wurde dieser Volksrat umgewandelt in eine erste provisorische Regierung. Und der erste Regierungschef dieses Staates Israel, der jetzt begründet wurde, wurde David Ben-Gurion, der Chef der Mapai, also der jüdischen Arbeiterpartei, der über die letzten Jahre und Jahrzehnte letztlich von einer relevanten Bedeutung gewesen war. Mit der israelischen Unabhängigkeitserklärung, mit der nun der Staat Israel begründet wurde, wurde von den jüdischen Führern die Hoffnung zumindest geäußert, dass man mit den arabischen Ländern drumherum und auch mit den Arabern in Palästina eine friedliche Koexistenz führen könnte. Man hoffte also darauf, dass man zusammen diese Region gestalten könnte für die Zukunft, in der Hoffnung, dass eben alle hier weiterleben könnten. Doch nur kurz darauf stellte sich diese Hoffnung als eine Illusion heraus, als die Invasion von 5 arabischen Armeen in Palästina begann, bzw. auf das nun israelische Staatsgebiet.
Der Kriegsausbruch stellte die nun erste jüdische Regierung unter David Ben-Gurion vor riesige Herausforderungen. Auf der einen Seite hatte man die außenpolitischen Bedrohungen durch die verschiedenen arabischen Staaten, die nun eine Invasion begonnen hatten, und auf der anderen Seite hatte man auch erhebliche innenpolitische Probleme. Der Staat Israel war noch neu und sehr fragil. Man hatte unterschiedliche politische Lager, Mappai, also Arbeiterpartei. Und auf der anderen Seite hatte man auch zionistische Revisionisten, also im Grunde eher rechtere Gruppen, könnte man sagen, innerhalb Israels. Und diese Gruppen waren natürlich auch seit den Vorjahren nicht immer nur freundlich miteinander umgegangen. Und daher musste die Regierung nun zweierlei Dinge leisten. Sie musste auf der einen Seite die Verteidigungsbereitschaft herstellen und auf der anderen Seite die innenpolitischen Konflikte lösen, damit man einen inneren Zusammenhalt gewinnen konnte, um diesen Krieg eben führen zu können. Und die wichtigen Umstrukturierungen, die nun kommen sollten, betrafen natürlich auch die Armee. Denn man hatte in der vorstaatlichen Zeit unter den jüdischen Siedlern in Israel keine feste Armeestruktur gehabt. Man hatte eher unterschiedliche Milizen und Untergrundorganisationen gehabt, die mehr oder weniger gemeinsam wirkten, aber eben auch große Unterschiede aufwiesen. Und diese verschiedenen Streitkräfte musste man jetzt zunächst einmal in eine neue Armeestruktur einordnen, damit diese auch möglichst gemeinsam gegen den nun herankommenden Feind agieren würden. Noch bevor der Krieg von 1948 ausbrach, befanden sich die jüdischen Siedler in Palästina schon in einem vorstaatlichen Krieg sozusagen mit den Palästinensern. Doch da sich das Ganze noch innerhalb Palästinas abspielte, spricht man manchmal in diesem Zusammenhang auch von einem Bürgerkrieg. Dieser Bürgerkrieg war im Grunde einfach nur die Konsequenz der unterschiedlichen Auseinandersetzungen, die Araber und Juden in Palästina bereits seit den 1920er Jahren hatten. Es hatte immer wieder Massaker gegeben, vor allem der arabischen Bevölkerung an der jüdischen Bevölkerung, und daher war die Lage untereinander ohnehin immer angespannt gewesen. Daher waren die militärischen Auseinandersetzungen seit Ende 1947 zwischen Arabern und Juden im Grunde nur die Weiterführung von dem, was man über Jahrzehnte immer wieder hatte. Für Israel zahlte sich in den militärischen Konflikten mit den arabischen Palästinensern seit Ende 1947 aus, dass man seit 1930 im Grunde bereits eigene Streitkräfte aufgebaut hatte. Diese Erkenntnis, dass man eigene Streitkräfte brauchte, war ursprünglich aus der Idee geboren, dass man das Gefühl hatte, dass die britische Armee, die ja damals zu diesem Zeitpunkt noch in Palästina war, es nicht fertig brachte, die Juden ausreichend gegen die Araber zu schützen. Und daher hatten die Juden schon in den 1930er Jahren mit der Haganah eigene Streitkräfte aufgestellt, was im Grunde eher noch milizartige Strukturen waren. Und diese Armee, diese Streitkräfte hatten mittlerweile schon im Jahr 1947 mehrere 10.000 Mann, die verschiedenen Untergrundorganisationen wie Etzel und so weiter mitgezählt. Und daher hatte man eine relativ schlagkräftige Truppe, die jetzt nun mehr oder weniger gemeinsam gegen die arabischen Palästinenser antreten konnte. Auf der anderen Seite hatten die arabischen Palästinenser das Problem, dass ihre Streitkräfte im Grunde sehr zerstritten waren. Das bedeutet, die arabischen Streitkräfte verfügten über keine einheitliche Armee, anders als arabische Staaten drumherum, sondern im Grunde waren das auch unterschiedliche Milizen mit unterschiedlichen Anführern, unterschiedliche Clans gewissermaßen, die versuchten, sich ein großes Stück aus der Kriegsbeute letztlich herauszuschneiden, und diese verschiedenen Gruppierungen arbeiteten nicht sonderlich gut zusammen. Und daher kann man sich vorstellen, dass die militärische Schlagkraft der arabischen Palästinenser nicht sonderlich ausgeprägt war. Trotz dieser widrigen Umstände lagen die Vorteile in den ersten Kriegswochen auf der Seite der Araber. Die Araber waren zunächst einmal dazu übergegangen, also die palästinensischen Araber, dass man vor allem die verschiedenen Zufahrtsrouten zu Jerusalem letztlich blockieren wollte. Man hatte also unterschiedliche Routen besetzt, um damit zu verhindern, dass eben Waffentransporte, auch Lebensmitteltransporte und so weiter für die Juden zu bewerkstelligen waren. Das führte dann im Jahr 1948 schließlich zu einer Notlage in Jerusalem, wo Lebensmittel und auch Wasser knapp wurden. Bis zu dieser Belagerung Jerusalems im März 1948 hatten die Araber, wie gesagt, die Oberhand. Doch dann änderte sich die ganze Geschichte. Man hatte plötzlich eine Umkehr der Kriegsverhältnisse. Die jüdischen Streitkräfte gingen nun in die Offensive und konnten die Zufahrtswege in gewisser Weise wieder freiräumen. Es wurden größere Geländegewinne verzeichnet und damit konnten die arabischen Palästinenser immer weiter zurückgedrängt werden. Am 2. April 1948 begann von jüdischer Seite die Operation Nachschon und damit wurde letztlich die Blockade Jerusalems gebrochen und die Offensive, wie gesagt, gedreht, sodass die arabischen Palästinenser immer weiter zurückgedrängt wurden. Der immer weiter erhöhte militärische Druck seitens der jüdischen Streitkräfte führte auf arabischer Seite
zu Zerfallserscheinungen. Das bedeutet, verschiedene arabische Truppen wurden im Grunde aufgerieben und zerfielen im Anschluss. Bei dieser jüdischen Gegenoffensive kam es auch zu einem größeren Massaker an Arabern, das bis heute im Gedächtnis der palästinensischen Araber weiterlebt und auch immer wieder bis heute noch für Propagandazwecke missbraucht wird. Gemeint ist das Massaker von Der Yassin, ein arabisches Dorf, was von den jüdischen Separatistengruppen Etzel und Lehi überfallen wurde, wobei es zu Massakern an der arabischen Bevölkerung kam. Es sind Vergewaltigungen überliefert und alles, was man sich eben vorstellen kann von solchen Angriffen. Dieser Angriff, wohlgemerkt, war von der jüdischen militärischen Führung nicht gut geheißen worden. Man hatte das nicht befohlen oder so, sondern das waren im Grunde, wie gesagt, separatistische Gruppen, die eigenständig auf dem Schlachtfeld handelten. Dieses brutale Vorgehen der Separatistengruppen auf jüdischer Seite führten auch in der jüdischen Bevölkerung zu erheblichem Aufschrei und Widerstand und auch innerhalb der jüdischen Militärführung, weil man damit nicht einverstanden war. Dieser brutale Angriff auf dieses arabische Dorf hatte schwerwiegende Konsequenzen. Nicht nur stellte man im vorstaatlichen Israel nun die Existenz der verschiedenen Separatistengruppen in Frage, die das Militär offenbar nicht kontrollieren konnte, sondern das Ganze führte auch zu Verwerfungen mit dem benachbarten transjordanischen Königreich. Das bedeutet, der König von Transjordanien, Abdallah, hatte eigentlich ein ganz gutes Verhältnis in den Jahren zuvor zu der jüdischen Bevölkerung gehabt. Doch nun geriet er letztlich ein Stück weit auch in Zugzwang, auf Dauer hier reagieren zu müssen, sollten sich solche Massaker an der arabischen Bevölkerung wiederholen. Und damit war in gewisser Weise schon eine Vorstufe eingeleitet zu der Erweiterung dieses Konflikts im Jahr 1948, wo dann verschiedene andere arabische Staaten eingriffen. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Araber weniger brutal vorgegangen wären, sondern natürlich gab es auch eine Reihe von Massakern von Arabern an der jüdischen Bevölkerung. Im April 1948 zum Beispiel hatten arabische Gruppen einen israelischen Konvoi überfallen mit medizinischem Personal, der unbewaffnet war. Über 70 Menschen starben. Und im Mai 1948 kam es dann zu einem weiteren Massaker durch die sogenannte Arabische Legion, also eine Eliteeinheit, wenn man so möchte, Transjordaniens, die ein jüdisches Dorf überfiel und dabei jüdische Streitkräfte, die sich bereits ergeben hatten, hinrichtete. Über 100 Tote waren zu beklagen. Am Ende dieses Vorkrieges oder Bürgerkrieges stellten sich die jüdischen militärischen Einheiten als die stärkeren heraus, als die siegreichen heraus. Man konnte die arabischen Palästinenser größtenteils zurückdrängen. Das führte zu massiven Auflösungserscheinungen bei den verschiedenen militärischen Gruppen der arabischen Palästinenser, sodass die Palästinenser selbst im nun anbrechenden Konflikt mit den großen arabischen Staaten drumherum kaum noch eine militärisch relevante Rolle spielten. Im Gegenteil hatte dieser Vorkrieg vor allem dazu geführt, dass die Haganah, also die vorstaatlichen jüdischen Streitkräfte, hier wichtige militärische Erfahrungen hatten sammeln können, die man nun einsetzen konnte im nun folgenden, wesentlich größeren Krieg. Die Unabhängigkeitserklärung und Staatsgründung Israels am 14. Mai 1948 verlagerte den nun folgenden Konflikt endgültig von einer bürgerkriegsähnlichen Ebene auf eine Kriegsebene. Denn jetzt hatte man einen Staat Israel, der sich gegen andere Staaten wehren musste. Damit wurde das Ganze zu einem internationalen Konflikt. Wie bereits erwähnt, begann dieser israelisch-arabische Krieg, der nun 1948 im Mai ausbrach, mit einer Invasion von 5 arabischen Armeen. Es war also im Grunde ein plötzlicher Angriff, der nicht angekündigt war. Es hatte keine Kriegserklärung oder dergleichen gegeben, sondern man war jetzt nun faktisch von heute auf morgen im Kriegszustand. Über den Mai 1948 hinweg waren die israelischen Streitkräfte zunächst einmal in der Defensive und damit beschäftigt, den Vorstoß arabischer Truppen aufzuhalten. Das liegt einfach daran, dass man, wie gesagt, noch keine fertig aufgestellte Armee letztlich hatte. Man hatte zwar wertvolle Erfahrungen gesammelt in den Monaten zuvor, aber man hatte es natürlich jetzt mit verschiedenen arabischen Armeen, die durch eine Invasion ins Land strömten, mit ganz anderen Größenverhältnissen und Machtverhältnissen zu tun, als vorher in diesem bürgerkriegsähnlichen Zustand gegen die arabischen Palästinenser. Seit dem 14. Mai konzentrierte sich vor allem die bereits eben erwähnte Arabische Legion, also eine Einheit Transjordaniens, auf die Eroberung Jerusalems. Das bedeutet, verschiedene arabische Streitkräfte bzw. auch verschiedene arabische Länder hatten natürlich ein primäres Interesse daran, Jerusalem zu erobern. Jerusalem war eine Stadt von einer besonderen Bedeutung, auch für die Muslime, und daher war die Einnahme dieser Stadt von einer besonderen Bedeutung. Und das führte, wie wir gleich sehen werden, zu Konflikten auch zwischen den arabischen Staaten, die Israels Sieg in diesem Krieg schlussendlich ermöglichten. Die ersten Kriegswochen waren für Israel mit die verlustreichsten dieses Krieges gewesen, was vor allem damit zu tun hatte, dass man damit beschäftigt war, Jerusalem zu verteidigen, und zwar gegen die Arabische Legion, die als die stärkste arabische Streitmacht in diesem Krieg galt.
Doch schlussendlich konnte man die Blockade durch die arabische Legion und damit durch Transjordanien letztlich beenden und sich wieder ein wenig Luft verschaffen. Aus dem Süden drang in dieser Zeit bereits die ägyptische Armee vor. Die ägyptische Armee hatte schlussendlich zwei verschiedene Stoßrichtungen, hatte also ihre eigene Armee geteilt, um unterschiedliche Vorstöße unternehmen zu können. Der erste Vorstoß ging entlang der Küste Richtung Tel Aviv und der andere Vorstoß ging im Osten durch die Negev-Wüste, um damit einen Marsch auf Jerusalem zu ermöglichen. Die Frage, die man sich stellte, war, warum teilten eigentlich die ägyptischen Streitkräfte hier ihre Armee auf? Und damit komme ich wieder auf den angesprochenen Punkt des Misstrauens der verschiedenen arabischen Staaten untereinander zu sprechen. Denn die Tatsache, dass Transjordanien Jerusalem belagerte, war natürlich etwas, was den Ägyptern nicht schmeckte. Denn man befürchtete, würde Transjordanien, also die arabische Legion, Jerusalem einnehmen, dann bestünde die Möglichkeit, dass Jerusalem alleine an Jordanien bzw. damals noch Transjordanien fallen würde und die Ägypter davon nichts abbekommen würden. Also teilte man seine Streitkräfte und versuchte mit einem Zweig auch nach Jerusalem vorzustoßen, um an der Eroberung beteiligt zu sein. Und der zweite Vorstoß, wie gesagt, der größere Vorstoß der ägyptischen Armee, ging entlang der Küste Richtung Tel Aviv. Doch hier zeigte sich das erste große Problem. Denn ungefähr 37 Kilometer südlich von Tel Aviv kamen die ägyptischen Streitkräfte bei ihrem Vorstoß zum Stehen, wurden also durch israelische Streitkräfte gestoppt und lagen jetzt nun dort vor Ort ohne Hoffnung auf Verstärkung. Man kam also nicht weiter bis Tel Aviv und auf Verstärkung konnte man nicht hoffen. Insofern hatten die Israelis hier einen wirklich entscheidenden Angriff, der bis nach Tel Aviv hätte vorstoßen können, erfolgreich abgewehrt. Dasselbe galt auch für den Norden, wo irakische und syrische Streitkräfte nach Israel eindrangen. Auch diese Streitkräfte wurden zurückgeschlagen. Und damit zeigte sich vor allem eine Konstante in diesem Krieg, die Israels Sieg, wie gesagt, ermöglichte, nämlich die Zerrissenheit der unterschiedlichen arabischen Armeen und das Misstrauen der arabischen Armeen untereinander. Denn die meisten arabischen Befehlshaber und Armeen waren nur daran interessiert, sich möglichst viel Gebiet zu sichern in diesem Krieg für sich selbst und zu verhindern, dass ein anderer möglicherweise mehr abbekommen könnte. Dadurch ging man nicht entschlossen genug gegen die israelischen Streitkräfte vor und ermöglichte der israelischen Armee schlussendlich damit, eigene Vorstöße zu unternehmen, die dann am Ende erfolgreich waren. Innerhalb dieser ersten Wochen bis zum Juni 1948 konnten sich somit die israelischen Streitkräfte erfolgreich gegen den Einmarsch der unterschiedlichen arabischen Armeen wehren. Das Ganze sicherlich unter hohen Verlusten, aber man hatte standgehalten. Und nun kam den israelischen Streitkräften ein Rettungsmoment zugute, nämlich ein vermittelter Waffenstillstand im Juni 1948 durch die UNO, der Israel, wie wir gleich sehen werden, wertvolle Zeit verschaffte, sich neu aufzustellen. Die ersten 4 Wochen der arabischen Invasion waren für die israelischen Streitkräfte mit die verlustreichsten. In dieser Zeit starben über 1600 Juden. Hinzu kam, dass man eben auch einen Krieg an mehreren Fronten führen musste und nicht klar war, wo die ganze Entwicklung hingehen würde. Die Bevölkerung war müde und ausgelaugt und hatte natürlich auch Angst um die eigene Existenz. Somit kam der Waffenstillstand im Juni 1948 zur rechten Zeit und ermöglichte eine Verschnaufpause auf der einen Seite und vor allem eine Neuaufstellung und Aufrüstung der eigenen Streitkräfte auf israelischer Seite. Doch als wäre die äußere Bedrohung nicht genug gewesen, so kam es nun während dieses Waffenstillstandes auch zu einer neuen inneren Zerrissenheit. Denn am 20. Juni 1948 ereignete sich in Israel die sogenannte Altalena-Affäre. Am 20. Juni näherte sich der Küste Israels ein Schiff mit dem Namen Altalena. Dieses Schiff wurde bereits ein Jahr zuvor in Italien gekauft, und zwar durch die jüdische Separatistengruppe Etzel. Auf diesem Schiff befanden sich Flüchtlinge zum einen, aber natürlich auch wichtiges medizinisches Material, Waffen, Munition und so weiter. Nach der Anlandung des Schiffes in Israel forderte Menachem Begin, also der Chef der Etzel, die Aufteilung der Ressourcen an Bord. Das bedeutet, die Organisation Etzel forderte sich nahezu 20% des gesamten Materials auf dem Schiff, um quasi ihren eigenen kleinen Krieg sozusagen weiterführen zu können. Doch die israelische Regierung war zu diesem Schritt nicht bereit, sodass Premierminister Gurion Streitkräfte an den Strand quasi schickte, wo dieses Schiff nun angekommen war, und das gesamte Material für die israelische Armee letztlich reklamieren wollte, denn das brauchte man natürlich im Krieg, der nach dem Waffenstillstand weitergeführt werden würde. Doch bei diesem Aufeinandertreffen kam es zu Auseinandersetzungen zwischen dem Zahal, also der jetzt nun offiziellen israelischen Armee auf der einen Seite, und der Organisation Etzel auf der anderen Seite. Dieses Feuergefecht wurde von der Regierung als eine Art Putschversuch interpretiert und niedergeschlagen. Dies wiederum bestärkte die politische Position von Premierminister Gurion
und sorgte gleichzeitig dafür, dass man nun das gesamte Kriegsmaterial letztlich für die eigenen Streitkräfte benutzen konnte. Insgesamt muss man sich klar machen, dass diese Wochen des Waffenstillstandes enorm dazu beitrugen, die israelische Armee neu aufzurüsten, neue Rekruten einzuziehen und sich insgesamt auch militärstrategisch neu aufzustellen. Innerhalb von nur wenigen Wochen, so muss man sich vorstellen, wuchs nun die israelische Armee von etwas über 30.000 Mann, die man vor dem Waffenstillstand hatte, auf über 60.000 Mann nach dem Waffenstillstand an. Das bedeutet, man hatte plötzlich eine doppelt so starke Kampftruppe wie zuvor. Am 9. Juli 1948 endete die vierwöchige Waffenruhe und damit begannen die Kriegshandlungen erneut. Doch dieses Mal ging nun die Zahal, also die jüdische Armee, in die Offensive und erreichte tatsächlich mit den neuen Streitkräften, den neuen Waffen und der neuen strategischen Aufstellung enorme Geländegewinne, die weit über das hinausgingen, was man 1947 bei den UN-Teilungsplänen des Landes eigentlich vorgesehen hatte. Am 10. März 1949 schließlich erreichten israelische Streitkräfte das Rote Meer und gleichzeitig den südlichsten Punkt des heutigen Staates Israel. Damit hatte die jüdische Armee das eigene Staatsgebiet um ca. 23% erweitert gegenüber den ursprünglichen UN-Teilungsplänen. Die folgenden Monate seit März 1949 waren vor allem durch die Aushandlung unterschiedlicher Waffenstillstandsabkommen mit arabischen Staaten gekennzeichnet. Die arabischen Staaten, die diesen Krieg verloren, mussten nun bitter anerkennen, dass Israel sein eigenes Staatsgebiet in Palästina erweiterte. Natürlich hatte man diese Waffenstillstände nur als Provisorium gesehen, man war also im Grunde nie bereit gewesen, Israels neue Ansprüche dort in der Region gelten zu lassen. Doch man musste sich jetzt zunächst einmal dem militärisch stärkeren Israel offenbar fügen. Das Ende des Krieges im Jahr 1949 bestätigte Israels militärische Stärke und zugleich Israel als eigenes Staatswesen. Doch neben die Freude über den Sieg gegen die arabischen Staaten und die Freude, dass man die eigene Existenz gesichert hatte, trat natürlich auch Frust und große Trauer, denn dieser Krieg war für die Israelis mit hohen Verlusten verbunden. Der gesamte Krieg hatte über 6.000 Israelis das Leben gekostet, das entsprach ungefähr 1% der Gesamtbevölkerung der damaligen Zeit. Und vor allem waren alleine 2.400 dieser 6.000 Toten Zivilisten. Wie gesagt, wuchs das israelische Staatsgebiet im Vergleich zu den Teilungsplänen von 1947 um nahezu 23%. Doch mit dieser Vergrößerung des Staatsgebietes war nicht automatisch ein neues Sicherheitsgefühl gegeben. Denn die arabischen Staaten drumherum, die den Krieg verloren hatten, wie gesagt, sahen das Ganze nur als ein Provisorium und zudem war man auch gar nicht daran interessiert, jetzt nun wieder eine Normalisierung der Verhältnisse herbeizuführen, sondern stattdessen wurde Israel nun in der Region politisch und wirtschaftlich ausgegrenzt, politisch und wirtschaftlich isoliert, wodurch sich in Israel nur noch mehr das Gefühl breit machte, dass man von potenziellen Feinden umringt sei. Und dieses Gefühl des Umringtseins von Feinden ist bereits damals konstitutiv für die Politik und die militärischen Entscheidungen des Staates Israels gewesen und ist es bis heute geblieben. So viel erstmal bis hierhin in diesem Mini-Überblick mit ein paar Worten zum Krieg Israels im Jahr 1948 gegen zunächst einmal die verschiedenen Palästinenser und zum anderen gegen die verschiedenen arabischen Staaten drumherum. Ich fasse zusammen. Seit Ende 1947 befand sich das vorstaatliche Israel, also die jüdischen Siedler, de facto schon in einem Kriegszustand mit den arabischen Palästinensern. Diese Konflikte waren Jahrzehnte alt, reichten zurück bis in die 1920er Jahre. Seit dieser Zeit hatte es immer wieder gewaltvolle Konflikte gegeben, die jetzt nun in militärischer Form seit Ende 1947 weitergeführt wurden. Dieser Krieg, der in gewisser Weise auch als Bürgerkrieg zu bezeichnen ist, führte bis zum Mai 1948 zu einem Zurückdrängen der arabischen Palästinenser, sodass die israelischen Streitkräfte, die sich seit 1930 so langsam herausgebildet hatten in Form von Milizen, hier den Sieg davontragen konnten. Doch kaum hatte man die arabischen Palästinenser zurückgedrängt, kam es zu einer Invasion verschiedener arabischer Armeen seit Mai 1948, die ohne Kriegserklärung in Israel einfielen. Der junge israelische Staat musste sich nun innenpolitisch wie außenpolitisch und vor allem militärisch schnell neu strukturieren und aufstellen, um gegen diesen Ansturm angehen zu können. Tatsächlich erwiesen sich die israelischen Streitkräfte in den ersten Wochen als sehr stark in der Verteidigung, doch ein Zurückdrängen der arabischen Armeen war zunächst noch nicht möglich gewesen. Doch im Juni 1948 erreichte man einen wichtigen Waffenstillstand, der dafür sorgte, dass man die eigene Armee vergrößern, neu aufstellen und neu ausrüsten konnte. Und damit konnte dann seit Juli 1948 die israelische Armee in die Offensive gehen
und konnte große Geländegewinne für sich verzeichnen, die weit über die Bestimmungen des UN-Teilungsplans von 1947 hinausgingen. Schlussendlich ging der Krieg im Jahr 1948 für die arabischen Staaten mit einer Niederlage zu Ende. Doch an eine Normalisierung der Verhältnisse nach dem Krieg war nicht zu denken, sondern stattdessen wurde Israel nun in eine politische und wirtschaftliche Isolation getrieben, sodass man in Israel immer stärker Bestätigung für das Gefühl fand, dass man von Feinden umringt war. Und dieses Gefühl hält sich bis heute in Israel und ist bezeichnend und entscheidend letztlich für die politischen und auch vor allem militärischen Entscheidungen in diesem Staat. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, teilt und empfehlt das Video weiter, hinterlasst doch gerne einen Kommentar mit Feedback, Themenvorschlägen, anderen Anregungen und Ähnlichem und ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal, bei welcher Folge und welchem Thema auch immer. Macht's gut!